Hallo, ich bin der Christian, Werkstattleiter von IPC Computer und ich habe heute Kundengerät mit dem Fehler bootet nicht, keine LED leuchtet. Wir haben hier ein Acer Aspire V15 Nitro Serie. Das genaue Modell ist ein VN7-591G und das macht im Prinzip gar nichts mehr. Da leuchtet keine LED mehr, es lässt sich nicht mehr einschalten, komplett tot. Anhand vom Labornetzteil habe ich festgestellt, dass da ein Kurzschluss auf dem Mainboard ist und das hatte man bei der Nitro-Serie jetzt schon des Öfteren. Das könnte sein, dass es eventuell ein Serienfehler ist. Das letzte Mal war der PWM-Controller-Defekt, der für die Stromversorgung von der CPU, GPU, Chipsatz und so weiter zuständig ist. Ja, ob das bei dem Gerät genauso ist, werde ich euch nach der Reparatur sagen können. So, ich habe das Gerät nun repariert und wie vermutet war auch bei diesem Gerät der PWM-Controller-Defekt. Wie man sieht, leuchtet auch die Lade-LED wieder. Das Gerät lässt sich wieder einschalten, funktioniert somit wieder normal. Ja, Bilder vom defekten Bauteil könnt ihr wie immer im Blogbeitrag anschauen. Die Reparatur war somit wieder erfolgreich. Ob es jetzt wirklich ein Serienfehler ist, lässt sich natürlich nach 2 Reparaturen noch nicht sagen, aber es ist verdächtig, dass es bei der Serie häufiger vorkommt. Gut, wenn euch das Video geholfen hat, würde man uns über Abo, Kommentar oder Bewertung sehr freuen und bedanke uns fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.